Das ist meine neue Ausrüstung für die Bejagung von Fuchs und Krähe, auch auf große Entfernung. In diesem Video gehe ich auf Waffe, Zubehör und Munition ein. Und wenn du es liebst, präzise zu schießen, dann ist das hier das richtige Video für dich. Hallo Jäger, hier ist Carsten von Jagd Total. Ja, es ist mal wieder Zeit für mich, ein neues Projekt anzugehen. Und zwar habe ich schon mal vor einiger Zeit das Fuchsgewehr angegangen und habe auch da schon einige Erfahrungen gesammelt. Und jetzt mache ich sozusagen ein Update und nenne das halt Varmint Total. Varmint deswegen, weil ich nicht nur Fuchs bejagen will damit, sondern auch Krähen. Und das auch möglichst hochpräzise, weitgerecht, aber auch, wenn möglich, gerade bei Krähen auch auf größere Entfernungen. Und deswegen habe ich mir jetzt hier eine Konfiguration überlegt, mir viele Gedanken im Vorfeld gemacht und mich auch mit einigen Leuten ausgetauscht, wie ich das nochmal ein bisschen pushen kann und die optimale Ausrüstung zu finden. Ja, zum Jagen selber, zum Projekt Varminten und vielleicht Schießen auch auf weite Entfernung. Es geht einfach darum, effektiv zu jagen. Effektiv heißt natürlich auch sauber und weitgerecht zu schießen. Das heißt nicht irgendwelche Kunstschüsse oder irgendwelche Schüsse auf große Entfernung, die vielleicht treffen könnten. Wer aber Jagd Total und mich auch kennt, der weiß, dass ich unheimlich viel schieße, eben auch Präzisionsschießen mache, Long-Range-Shooting und so weiter. Das kommt mir natürlich als Jäger auch zugute. In dem Fall geht es nicht darum, auf Däubel komm raus, auf weite Entfernung wild oder irgendwas zu schießen, auch wenn es nur in Anführungszeichen Krähen sind. Ja. Aber ich möchte einfach mein Gewehr und mein Varmint-Gewehr so unter Kontrolle haben, dass ich einen Schuss auf 300 Meter ohne Probleme verantworten kann und das eben auch weitgerecht und auch einen Schuss mit tödlicher Präzision anbringen kann. Das geht natürlich nicht einfach so. Ja. Es gehört eine Menge dazu, eben gerade das richtige Equipment zusammenzusuchen und natürlich auch passende Munition für dieses entsprechende Gewehr und Kaliber zu benutzen. Ich fange mal am besten an mit dem Gewehr und gehe dann hier so die einzelnen Zubehörteile durch. Das Gewehr ist eine HMR von Bergara. Die HMR ist eine Hunting and Match Rifle, so der Name. Und das Besondere an diesem Gewehr ist, dieser Schaft ist regelrecht voll einstellbar und hat auch ein Alu-Chassis hier noch integriert, was den Schaft halt besonders steif und widerstandsfähig macht und eben auch in Verbindung mit dem richtigen Lauf und allen anderen sehr präzise. Wer viel schießt, der weiß, dass ein Schaft unheimlich viel Einfluss auf die Präzision eines Gewehres haben kann. Und ich weiß von meinen anderen Waffen, HMR Wilderness, der Schaft ist wirklich allererste Sahne. Außerdem lässt sich der Schaft hier voll einstellen, in der Länge über sogenannte Spacer, die man rein und rausnehmen kann. Dann hier die Schaftwange lässt sich in der Höhe verstellen und arretieren. Ja, Kaliber habe ich mir natürlich wieder mein geliebtes 22-250 Remington-Kaliber ausgesucht. Ein 22er Kaliber mit einer extremen Rasanz. Das heißt, man muss tatsächlich bis 250 Meter, 300 Meter gar nicht oder nur wenig verstellen. Davon aber später noch mehr, wenn es darum geht, die richtige Munition auch zu finden. Ja, diese Waffe hat einen Heavy Barrel Lauf, also einen stärkeren Lauf, 22 mm. Und ich habe hier schon mal ein bisschen vorgearbeitet, beziehungsweise der Christian Knörr von Stille im Wald hat das für mich gemacht, denn der hat mir hier schon mal eine Picatinny-Schiene von Recknagel sehr professionell montiert. Und außerdem hat er mir diese Waffe etwas gekürzt. Also ich habe hier 4 Zoll von dem Christian wegschneiden lassen, weil ich die Waffe einfach ein bisschen führiger haben wollte. Und das 22er Kaliber kann man auch durchaus mit einem etwas kürzeren Lauf schießen. Natürlich geht ein bisschen Leistung verloren, sprich ein bisschen Geschwindigkeit im Geschoss. Aber damit kann ich durchaus leben, denn ich werde im letzten Stadium auch wiederladen. Und da wird es auch noch ein eigenes Video drüber geben. Also für alle Wiederlader, die können sich dann freuen auf ein detailliertes Video zu dem ganzen Ladevorgang bis hin zu dem Schießergebnis. Ja, der Christian hat, wie gesagt, hier 4 Zoll abgeschnitten und der Lauf hat jetzt 50 cm, also 20 Zoll, etwa um die 50 cm. Und dann hat er mir hier ein Gewinde drauf gemacht, ein 18er Gewinde. 18er Gewinde deswegen, weil es einfach
ideal passt zu allen Schalldämpfern. Die Waffe möchte ich halt auch mit Schalldämpfer schießen und hier standardmäßig sind in den Schalldämpfern in den meisten halt M18x1 Gewinde. So brauche ich keinen Gewindeadapter und kann ja, den Schalldämpfer direkt drauf montieren. Außerdem habe ich hier unten schon für ein Zweibein, das ist jetzt ja ein Atlas-Zweibein, habe ich auch so eine kleine Picatinny-Schiene montiert, so einen kleinen Adapter. Und das macht die Sache halt sehr praktisch. Hier kann man das Zweibein immer sehr schnell auf- und abnehmen über auch die Picatinny-Schiene und Schnellverschluss. Sehr, sehr coole Sache. Ja, dann eine ganz wesentliche Sache natürlich, das Zielfernrohr. Und hier sieht man schon, hier habe ich ein Zielfernrohr mit einem relativ starken Turm, aber genau das ist das, was ich in dem Fall möchte. Denn wenn ich Warminten gehe, dann lege ich mich regelrecht auf die Lauer, auch im Liegen, in liegender Position. Es ist kalt, ja, und ich brauche einfach etwas, wo ich gegebenenfalls schnell verstellen kann. Und dazu habe ich mich entschlossen, hier dieses DD Optics 4 bis 40-fach zu nehmen. Es ist ein DDMP, also eigentlich ein Zielfernrohr eher aus dem, ja, ich würde mal sagen, aus dem Schießsport, ja, für vielleicht auch weite Entfernung. Aber dadurch, dass das hier ein 34er Mittelrohrdurchmesser hat, ist das trotzdem hervorragend auch in der Dämmerung zu nutzen. Und ich habe hier einfach eine 40-fache Vergrößerung. Und das ist natürlich etwas, was ich persönlich liebe, wenn ich mal richtig ranzoomen kann und genau gucken kann und ich weiß genau, wo ich hinschießen kann. Das eben auch als ein wesentliches Teil, um eben auch auf weitere Entfernung zu schießen. Natürlich hat das Zielfernrohr einen automatischen Leuchtpunkt. Hier in dem Fall nennt sich der Eyepoint. Und Parallaxe ist natürlich hier vorhanden und wichtig, um die einzustellen, um da auch keine Schießfehler zu verursachen. Dann diese großen Verstelltürme. Ja, also sehr, sehr gut. Das Zielfernrohr hat auch einen hervorragenden Zero-Stop. Das werde ich aber alles einstellen, wenn ich die Waffe dann einschieße. Ja, dann im nächsten Schritt werde ich das Zielfernrohr montieren. In dem Fall habe ich mich für eine Recknagelmontage entschieden, eine Festmontage. Und die wird ganz einfach hier über die Schrauben hier auf der Picatinny-Schiene montiert. Und ja, Recknagel, deutscher Hersteller, seit eh und je einfach ein Qualitätsmerkmal. Die Recknagelmontage fest montiert, aber auch die lässt sich immer schnell hier über die Schrauben ja, schnell abnehmen. Wobei in dem Fall das Zielfernrohr hier fest montiert wird und auf der Waffe drauf bleiben soll. Ja, und vom Schalldämpfer her habe ich mich auch für eine etwas kürzere Variante empfohlen. Normalerweise nehme ich immer einen längeren, weil ich die maximale Schallreduzierung haben will. Jetzt habe ich mich aber von dem Christian Knörr von Still im Wald beraten lassen und er sagte mir, dass der kurze Schalldämpfer durchaus ausreicht. Also das ist ein OBSK, Subcompact heißt das. Und der ist halt kurz und führig und in dem Fall ist es auch noch ein Titan. Ja, und auch da hat der Christian mich halt beraten und gesagt, der wird definitiv ausreichen für das Volumen dieser Hülse, um den Schussknall optimal zu reduzieren. Ja, das kommt natürlich der Sache entgegen, dass die Waffe dann mit noch ein bisschen führiger ist, obwohl es mir bei der Waffe jetzt nicht um ja, perfekte Führigkeit im Sinne von möglichst kurz, möglichst leicht. Im Gegenteil, ich möchte eher, dass diese Waffe ein bisschen schwerer ist, deswegen auch der Heavy Barrel Lauf. Das Zielfernrohr ist auch ein bisschen schwerer und die Waffe liegt einfach wie ein Brett. Ja, und auch mit dem 22er Kaliber, der Rückstoß ist sehr gering, insbesondere dann eben auch mit dem Schalldämpfer. Man bleibt einfach im Ziel, ja, und man sieht genau, was passiert. Und das ist ein Riesenvorteil beim Jagen, als wenn die Waffe jedes Mal aus dem Schussfeld rausschlägt und man einfach nicht sieht, wie das Wild zeichnet. Ja, und so sieht das aus, wenn der Schalldämpfer hier montiert wird. Natürlich mit der Steigung des Gewindes muss man immer viel drehen, aber so sieht die Waffe dann mit Schalldämpfer aus. So, hier ist alles sicher, die Waffe ist entladen. Ich mache jetzt auch mal das Magazin rein und schließe auch einmal den Verschluss und schlage auch mal ab hier. Eine ganz wesentliche Sache für einen präzisen Schuss ist der Abzug. Ja, die Bergara-Abzüge von Hause aus sind schon sehr gut, aber die sind mir persönlich nicht gut genug. Und ich habe mittlerweile alle meine Bergaras, die ich selber schieße, und ich habe einige, alle mit einem Abzug ausgestattet. Und zwar nehme ich hier den von Triggertech. Das ist jetzt ein Special. Ja, der reicht auch von der
vom Abzugswiderstand völlig aus. Der geht, glaube ich, bis 450, 500 Gramm Minimum. Und ich stelle die meist so ein 600, 650 Gramm, die Jagdwaffen. Und das ist absolut hervorragend. Also damit schieße ich deutlich präziser als mit einem herkömmlichen oder mit einem Standardabzug, der in der Waffe drin ist. In dem Fall auch ein Two-Stage-Trigger. Das heißt, man muss einmal so ein bisschen eine kleine Bewegung vormachen und dann kommt erst der eigentliche Auslöser. Auch eine super Sache. Den werde ich hier gleich in die Waffe einbauen. Das ist schnell gemacht. Ja, dann noch etwas zu der Munition. In dem Fall kann man hier schon sehen, hier habe ich ein paar Geschosse. Das sind Hornady VMAX-Geschosse, in dem Fall 60 Grain. Und die Waffe hier hat einen 9er Drall. Und gerade beim Kaliber 22-250 ist der Drall sehr entscheidend, denn da kann man nicht einfach jedes Geschossgewicht nehmen. Ursprünglich hatte das Kaliber einen 14er Drall. Der 14er Drall ist aber für sehr leichte Geschosse, vielleicht 35, 45 bis maximal 45 Grain, eher 40 Grain. Dann geht das so ein bisschen weiter. 12er Drall, der wird schon ein bisschen universeller. Das heißt, man kann da auch 50 Grain gut schießen. Aber dieser 1:9er Drall, der ist eigentlich prädestiniert für so Geschossgewichte von 60 bis 70 Grain. Und ich möchte halt etwas schwerere Geschosse verschießen, weil die natürlich auch ein bisschen windunempfindlicher sind. Denn gerade das 22er Kaliber kann natürlich durchaus sehr windempfindlich sein. Aber auch da muss man ein bisschen schießen, üben und ein Gefühl dafür kriegen. Und dann ist das eigentlich auch kein Problem, den Wind da entsprechend zu berücksichtigen. Also 9er Drall, 60 Grain Geschosse, VMAX Hornady. Damit werde ich die eigene Ladung machen. Ja, ich habe mir im Vorfeld schon 200 Lapurhülsen gekauft und 200 Stück deswegen. So mache ich das immer beim Wiederladen. Ich mache natürlich erstmal suche ich die optimale Ladung. Wie gesagt, darüber gibt es ein separates Video. Und da mache ich immer 200 Patronen fertig und dann sind 100. Wenn die ersten 100 verschossen sind, dann nehme ich die nächste Packung und habe dann Zeit, diese anderen 100 wieder zu bearbeiten. Das dauert ja eine Zeit lang und kann dann die anderen 100 verschießen. Und wenn dann die auch verschossen sind, stehen die anderen 100 schon wieder bereit. So mache ich das mit allen meinen Waffen und ja, so geht mir nie die Munition aus. Ja, dann werde ich jetzt die Waffe für das Schießen vorbereiten. Und zwar werde ich als erstes den Abzug einbauen und das Zielfernrohr montieren. Und es ist natürlich auch wichtig, dass man genau weiß, was man tut. Es ist alles nicht so schwer, aber man braucht auch das richtige Werkzeug dafür, Drehmomentschlüssel und dann geht's los. Oh, hervorragend. Oh, perfekt. Perfekt. Der Abzug ist so fein, kein Creep, also dann dieser Two-Stage. Man kann erstmal mit dem Finger dran und hat direkt. Oh ja, damit wird das Schießen gut werden. Okay, im nächsten Schritt Zielfernrohr montieren. Ja, jetzt ist die Waffe fertig für den Schießstand, alles montiert. Und der Lauf wird vorher noch gereinigt natürlich. Das mache ich immer. Chemisch reinigen, ein bisschen schießen, wieder chemisch reinigen. Da habe ich einen eigenen Intervall. Und ja, es geht aber jetzt los mit Fabrikmunition auf dem Schießstand. Und dann werde ich mir auch noch hier mit den Hornady-Hülsen und den Geschossen eigene Munition laden. Das ist ein bisschen aufwendiger. Und darüber gibt es auch ein separates Video. Ja, und dann geht es jetzt los mit Schießen.